Hello, welcome. So, I wish you a happy new year. It's a wonderful morning. Oh, Monday morning. Yeah, I'm back with my poor audio equipment. I am back with my mediocre translations. I don't know which more. So, there were so many nice and kind comments. And by the way, I will delete those because I'm spending a lot of time and I'm spending a lot of effort with these things. If you don't like them, just leave. But yeah, I know the Seven vs. Wild community is a little bit difficult and I'm getting dislikes like never before, once again, and I'm still doing it. Well, I wrote to the Seven vs. Wild team. I hope, fingers crossed, that they are coming back to me, and I just want to have good subtitles. So I mean, for me it's just on the run, so it's a little bit harder to make it just on the run. Probably you recognize that, but probably it's just not perfect, and so you are pissed. um let's be honest, I don't care. I'm doing this, so whoever wants to follow this whole thing can follow with me. And I put on the subtitles with the English translation once again. And yeah, so almost sorry for not being sorry, but last week it was just impossible to do anything at all. So I can swallow once again, and my throat doesn't hurt anymore, and I have a voice which is very, very awesome. So I couldn't do anything for the last 2 weeks. I'm still on antibiotics because everything else didn't work. Yeah, I'm glad. I'm glad I'm back in the world. So, I'm starting the thing, and on my agenda is a huge marathon for this week. So, no awesome weather outside. Actually, it's effing cold. It's effing cold in Germany. It's woo, and it started snowing yesterday. So, for my part, I decided to extend the Christmas season and the season for the Christmas decorations a little bit longer, because then I can pretend to have had at least a white Christmas. Does that make sense? Yeah, never mind. Okay. We're getting into the first behind the scenes. So, we're having 5 behind the scenes before the first episode is actually coming. And this has to do with their sponsor of Freebie. Because, well, this is Amazon and they are paying for the 3rd season and supporting them. And, spoiler alert, a lot of things went horribly wrong. But hey. Yeah, so this has to do. So the first 4 weeks, it actually started on be showing on Amazon, so on Freebie or via Freebie. Freebie also got all the other 2 seasons, so they can be watched in German on Amazon Prime. Yeah. So, but until they are shown on YouTube, they are only the behind the scenes. Behind the scenes are not shown on Amazon. So, let's go. Let's roll the tape. By the way, I have once again put the subtitles in English underneath, so to shorten the time we are all sitting in front of the screen and just watching and trying to figure out what they are saying and what they want to tell us. So,
Unser guter Freund Dave hat eine eigene App rausgebracht, bei der ihr Geld sparen könnt und auch so Projekte wie Seven vs. Wild gleichzeitig mit unterstützt. Und weil Dave das viel besser erklären kann als ich, schalten wir direkt mal rüber. Bares Geld sparen und gleichzeitig Lieblingsprojekte wie Seven vs. Wild unterstützen und eine Chance haben, diesen Land Rover Defender für alle deine kommenden Abenteuerreisen zu gewinnen, ist mit meiner neuen App Save It so einfach wie noch nie. Dabei ist es völlig egal, ob du auf der Couch vor der neuesten Folge Seven vs. Wild Essen bestellst, du einen Urlaub nach Kanada buchst oder neue Autoausrüstung suchst. Cashback bekommst du in unserer App fast überall. Einfach App herunterladen, den Creator Code Seven vs. Wild auswählen, euren Lieblingsshop anklicken und bares Geld für euren Einkauf zurückerhalten. Okay. Advertising is important, but I don't know that if you are even getting this thing in total like the way it is when you are from another country. I'm gonna skip this a little bit. So, well, Dave, you've seen him in the first episode, in the first season. He was a candidate who just got out at the first day. So, ever since, he is playing a lot in the background and doing a lot in the background. Yeah, and the last year he made this app which can save you money. Yeah, with BW Online, so this is things you just can get in Germany. Yeah, win-win. So yeah, when you are spending money, you are getting payback and yeah, stuff like this. Good. I think he's done now. Beim Online-Shoppen bares Geld und unterstützt so direkt eine 4. Staffel Seven vs. Wild. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge von I think it's very interesting with the first behind the scenes that he is already talking about about a possible 4th season of Seven vs. Wild. Just have it in mind. Seven vs. Wild Behind the Scenes. A läuft. B läuft. Wir sind Max und Johannes, der eine oder andere kennt uns vielleicht von Staffel 2. Wir sind hier verantwortlich für alle redaktionellen, inhaltlichen Entscheidungen, die Yeah, so you have Max and Johannes, yeah, sure. Okay, I'm just... Okay, I'm sorry. die Serie betreffen. Bedeutet alles, was am Ende die finale Serie betrifft, also die ganzen Bildwelten, die erschaffen werden, haben wir im Vorfeld mit Fritz und hier vor Ort entschieden. Es geht um alles. Ich weiß, dass wir es alle schaffen können. Der Mensch ist zu allem fähig. Jeder von euch kann über sich hinauswachsen. Seven vs. Wild ist unser Baby. Yeah, so we remember these are all the pictures of the 2nd season, of course. Sabrina, uh-oh. Okay. Be mad at me or not. Dang. What's the name of the streamer? Okay, we'll just go. We'll just continue. Schmeißen wir die Leute rein, dann wird gefilmt und das, was passiert, passiert. Yeah, what happens, happens, right? Seven vs. Wild. Das Warten hat ein Ende. Seven vs. Wild geht zusammen mit euch in die nächste Runde. The waiting is over. Seven vs. Wild is going together with you into the next round. Um euch bestmöglich auf die Reise mitzunehmen, zeigen wir hier, zusätzlich zur Main-Serie, ein 12-teiliges Behind the Scenes. So we're getting 12 behind the scenes episodes, which are a lot. So 12 behind the scenes, 16 episodes. We will spend a lot of time together. Yay! Wir begleiten euch vom Anfang bis zum Ende. Die ersten Ideen, die Vorbereitung, Hintergrundinformationen und Schwierigkeiten.
Alles bis zum letzten Schnitt. Um keine Folge zu verpassen, abonniert jetzt diesen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen. The channel which all these are actually put out to is called Seven vs. Wild. So you can go to the channel and subscribe and excuse me. And just give them a like, a thumbs up, and help them as far as they can, or as you can. I appreciate it as long as it's working. So, let's go. Gehen wir nochmal auf Anfang. Unsere gemeinsame Reise beginnt am 6. November 2021 und seitdem haben wir gemeinsam viel erlebt. Geil, es geht los, Freunde. Seven vs. Wild. Totally hyped Fritz, and this is Fritz is a weirdo. But he's fun. So, this is Dave. Wie kann man so dumm sein? Yeah, also Niklas, he got out at the first day because brunch came down. Oh, 7 challenges. brennt. Oh, my cave is burning. 7 items, yeah. 7 candidates, 7 items. Mir ist kalt, ich hab Hunger. Ich hätte ja eine Gesellschaft. I'm cold, I'm hungry, and I would have liked to have someone around, huh? Yum, yum, yum. Proteine und Eiweiß. Oh, saftig, knaftig, köstlich. Sorry. Schmöchtlich. Noch so ein Oschi. Another big one. Ich baue kein Floß, ich baue eine verdammte Arche. Ich bin der allerechte Floki, der Schiffsbauer. Yeah, I'm Floki, the ship builder. So we had this in season 1. Morgens, mittags, abends. Ship builder. Okay. Ingo ist schizophrener Holzarbeiter. Übrigens, ich war gerade kacken. Yeah, he was pooping. Und nicht heraus! Egal! Ich glaube, die Frage ist nicht, Get me out of here. And never mind. ob es dich bricht, sondern immer nur wann. Nee, hab ich gesagt. Bonjour, très bien. Und ich hab so gottverdammt Bock auf Erdnussflips. Yeah, so he wants to have this peanut flips, like, yeah. And, well, we have seen all of this. I guess I don't have to translate this. And we just can watch the trash that comes out of Google Translate. Nach 5 Tagen ohne Fressen ist das Sägen da einfach unglaublich anstrengend. Ihr wollt, dass ich hier ein scheiß Floß baue? Hä? Yes! So yeah, that's the raft. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiß. Ja, ohne Witz, ich höre gefühlt ständig überall Stimmen, oder ich bilde es mir zumindest ein. Wir sind die Letzten, die erwartet haben, dass Seven vs. Wild so groß wird. Aber dank euch haben wir eine zweite Staffel produziert. Eine, bei der wir noch viel weiter gegangen sind. Yeah, so you have to think it just started with 7 friends, Max and Johannes, who just thought that it would be a fun thing to go out in the wild for 7 days with 7 items and just make it for 7 days. And so this is, and it was small, it was with a small equipment, and
they were all super hyped when this thing just got out of proportion, and they were hitting like millions of views, and this was nothing they really expected. And then we get to Panama, so this was the second season. Oh, I'm dancing to the music, but I don't know if YouTube will let me have my music, or if it's getting copyright claims and stuff like this, which could possibly happen. Well, let's see. Yeah, he will light his cigarette on the palm. So yeah, not cool. Double bow, Mr. yeah. Crab? Where you go? Willenskraft! Coconut Banana! Yeah. No camera teams. And it has to be said. So there are many people who say like, "Oh yeah, it's just BS," because there are some. Oh, come on. There are some camera teams. There must be, and they are not on their own. And yeah. So people don't believe them that it is actually only them on that island and no one around, and it's not faked, and it's just really pure. So people keep telling them, and then there are some outdoor survivor guys or survival cracks, like freaks, who are like, "Oh yeah, this is just vacation." But Fritz, or the team of Fritz, is really looking into having a wide range of different people who are there. So to actually see who is everyone dealing with the isolation, with the situation in total. The females got out in the second season not too early. So what was it, a fifth day? Fourth and fifth day, I think. So there was not too much. Well, they were cool. But yeah. Then just to see how is everybody dealing with the same. Well, it's the same situation, but everybody has has a different mentality and is working with the whole thing on a different level. And they really are looking that they have some people with survival skills, and they have some that don't have any survival skills and are just going there out of the blue, probably with some preparation. I mean, if you had a plane crash, so this is the typical thing, plane crash, and then somewhere in the tropical island or in the tropical area. So, like this Robinson Crusoe feeling. Well, you don't have any preparation, so you would go there and you would have to take whatever there is. So just to see something like this, and this was the whole thing it all started with. So I mean, yeah, when they were 7 friends, Dave was the one who didn't had the skill set. Oh, come on. And yeah, so just go further so I can drink. Wilson! Bist du's?
Coconut Shark! Das ist zu wenig, wir brauchen mehr! Gemütlich! Kann jeder! Yeah, so yeah, we had totally different. So she's a streamer, Nova. There's the name. Yeah, Otto is an absolute crack. So yeah, this is just interesting to see how everybody is dealing with this. And I just hope that the music is not getting an issue here, but otherwise it's getting a really, really silent film. But hey, I can't change this. Und dann haben wir das Internet gesprengt. Yeah, have you seen the new trailer? Yes! Awesome. So, yeah, let's see. And then he says just, we exploded the internet. Oh, Blue. Tot. Nordkorea. Was, Alter? Knollenjungle! Egal ob auf YouTube, Twitch, Instagram oder sogar im Fernsehen. Keiner kommt an uns vorbei. Seven vs. Wild. Seven vs. Wild würde ich machen. Ich entwickle ein Seven vs. Wild Games. Nein. Weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Makes me want to get back in shape. Good. Googly moogly. Das hier ist meine Bewerbung für Seven vs. Wild. In euren Reactions Yeah, this is my application for in your reactions. und denen eurer liebsten YouTuber und Streamer dürfen wir erleben, wie sehr ihr mitfiebert, mitlacht, mitweint und das Format feiert. Holy shit, was? Das muss doch gar nicht so geil sein. Die sind ja völlig drüber, was? Kein Wunder, dass 5 Millionen Aufrufe hat. Zusammen haben wir unglaubliche Rekorde aufgestellt und einen unaufhaltsamen Hype geschaffen. Ich will eigentlich nicht mehr. Hype. Ich bin alt. Yeah, and well, he's okay. Yeah, Knossi is saying, oh, I don't want to go there. I'm old. Auch ihr seid bis an eure Grenzen gegangen und so manch einen hat es auf eigene Faust nach Panama verschlagen. Coconut. So yeah, apparently there's a guy who just went himself to Panama and tried it himself. Okay. Und auch außerhalb unserer Plattform. Come Wir haben on. Grenzen gesprengt und gezeigt, dass auch YouTube-Formate längst all das können, was Fernsehen kann. Wenn man das richtige Team und die richtige Community hat. Und jetzt aber mal rein da. Yeah, so Was ist jetzt wirklich mit diesem Bärenproblem? Über Sascha. what's really going on with this Bären? Well, it's berries or is it bears? The thing is, in German, it's both pronounced the same way. Gemeinsam sammelten wir für die Main-Serie weit über 200 Millionen Klicks. Dazu im wahrsten Sinne des Wortes unzählbar viele Reactions, Shorts, TikToks, Reels, Stories und Videos. Und dann das. Genießt diese zweite Staffel. Denn eine dritte wird es nicht geben. Ja. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Für all die. Yeah, so this was really what Fritz said and they didn't want to take it anymore. But Diejenigen, hey, die noch nie etwas von Seven vs. Wild gehört haben. Wir hatten eine gute Idee, sage ich jetzt einfach mal. Das war eine gute Idee, aber wir hatten gar keine Ahnung, wie wir das jetzt umsetzen. Aber allein, dass wir uns so da reingestürzt haben, ohne wirklich drüber nachzudenken, ist, glaube ich, geil. Weil so werden auch gute Ideen umgesetzt. Ne? Eine gute Idee bringt nichts, wenn sie nicht umgesetzt wird. Beste Idee bringt dir nichts, wenn du dich nicht daran setzt. Staffel 1, Folge 1. Vor 2 Jahren feiert Seven vs. Wild sein YouTube-Debüt. Damals hat niemand gedacht, dass alles derartige Ausmaße annehmen wird. Denn was heute ein großes Team ist, monatelange Planung und Vorbereitung, war damals nur eine verrückte Idee. In den ersten 16 Folgen sind wir unseren 7 Kandidaten in die Wildnis von Schweden gefolgt und konnten zusehen, wie sie vollkommen auf sich allein gestellt in der Natur überleben. In Staffel 1 starteten wir mit einer bunten Mischung aus Survival-Spezialisten, Influencern und dem Gesicht des Formats, Fritz Meinecke. Das ist Fritz. Fritz ist YouTuber und absoluter Outdoor-Enthusiast. Es fühlt sich gut an.
Zusammen mit seinen Freunden Max und Johannes hat er die Idee für Seven vs. Wild. Seitdem ist Fritz in jeder Staffel als Teilnehmer dabei. Der wiegt locker eine Tonne, Alter. Habt ihr Spaß bei dem Video? Dann gebt auch mal einen Daumen nach oben. Danke. Als wir in Staffel 1 angefangen sind, standen wir im Prinzip vor einem weißen Blatt Papier, hatten so eine grobe Idee, wo wir hinwollen und haben dann einfach angefangen, Freunde einzuladen, sowohl vor als auch hinter der Kamera und haben dann mit ganz kleinem Besteck und ganz kleinem Budget angefangen zu produzieren. Dann ist das Ganze irgendwie durch die Decke gegangen. Das Team und der Produktionsaufwand spielen sich bei Staffel 1 noch in einer ganz anderen Dimension ab. Doch es hat auch gezeigt, dass es keine große Crew braucht, um etwas Großes zu erschaffen. Überleg mal. So this is actually what I said. So I kind of spoiled this whole thing. But yeah, it's really interesting. So and it's a good Google translation. So I try not to interrupt too much. Da läuft jetzt einfach was auf Amazon, Staffel 1 jetzt auf Amazon, was wir mit so einer 300 € RX100 gedreht haben, mit so einer kleinen Digitalkamera. So, das ist irgendwie absurd, aber auch geil. Die Regeln in Staffel 1 sind einfach, die Herausforderung umso schwieriger. 7 ganz unterschiedliche Kandidaten durften 7 Gegenstände mit in die Wildnis von Schweden nehmen. Ohne Kamerateams müssen sie sich selbst dabei mit Actioncams filmen, wie sie komplett auf sich allein gestellt vor Ort überleben. And I mean, in this case, it's really good that they are all kind of influencers and that they are all out in the open already. So they know how to take a shot. They know how a camera is working. So these are very important things if you want to make something like that. So just wanted to throw this in there. Nahrungsbeschaffung, Shelterbau, Feuer machen und Einsamkeit. Als würde das nicht reichen, müssen sie dabei noch 7 Challenges, die ihre Outdoor- und Survival-Fähigkeiten auf die Probe stellen, bestehen, um am Ende einen Sieger zu küren. Und darf seinem Verein das jetzt noch mal kurz vorstellen? Mission Erde. Yeah, so he was the winner of the first season. Es war halt saugeil, dass die Baseline direkt gesetzt wurde, ne? Dass es halt wirklich nicht einfach ist, beziehungsweise nicht selbstverständlich, dass man diese 7 Tage durchkommt. Und auch wenn am Anfang, das sind ja glaube ich 2, also Niklas und Dave sind am Anfang rausgeflogen und dann erstmal eine Weile niemand mehr, hat man halt trotzdem dieses Gefühl die ganze Zeit mitgenommen, ey, am Tag 1 sind schon 2 raus, jeden Moment kann es passieren, jeden Moment kann irgendwie der Bär um die Ecke stiefeln und das war halt irgendwie geil. Und ich glaube, das ist auch das, warum diese Show auch so durch die Decke gegangen ist. So, it's a little bit weird, the subtitles. So he says it's the thing why the people were watching this whole show probably was because everybody had the feeling that the people could be out at any moment, at any given time, because on day 1, actually 2 candidates were already out. And at any given moment, at any given time, the next could go out. So this is why this whole show was so exciting and so why people really kept watching it and why it went through the roof. Nach Staffel 1 hat das Format einen gewaltigen Schritt gemacht. Wir haben euer Feedback sehr ernst genommen, über alles nachgedacht und entschieden, was die nächsten Schritte sein müssen, um eine 2. Staffel zu realisieren. Also wir haben uns relativ zeitnah, ich glaube, das war sogar dann im Januar, ne, mit Fritz zusammengesetzt und haben darüber nachgedacht, was machen wir als nächstes Format. Wir hatten sogar noch irgendwie 4 weitere Formate, so im Seven vs. Wild Style in die Richtung, aber haben uns dann irgendwie wieder auf die Staffel 2 konzentriert, weil das irgendwie das war, was uns am meisten gecatcht hat. Im Januar 2022 ging es dann schon los mit den Vorbereitungen oder halt die ersten Brainstormings. Fast auf den Tag, um genauer zu sein 364 Tage nach Veröffentlichung der ersten Folge, feiern wir ein Jahr später gemeinsam die Premiere von der 2. Staffel. Und so entstand die Hymne. Kennt ja jeder dieses Seven vs. Wild. Dave hat uns parallel zur Main-Serie begleitet und euch Informationen rund um den Seven vs. Wild Kosmos geliefert. Die Macher sowie die Crew vorgestellt und uns mit in die Köpfe und Emotionen der Kandidaten genommen. Die Reise, das erste Treffen, Briefings, die letzten 24 Stunden vor der Aussetzung, aber auch die Vorbereitung und der Schnitt. Das Format ist bis heute ein Must-See für jeden Seven vs. Wild-Fan. What?
yeah, their format is still a huge thing for every Seven vs. Wild fan. In der zweiten Staffel sind wir gemeinsam mit einer noch bunteren Mischung aus Kandidaten nach Panama gereist. Egal ob Streamer, YouTuber oder Wildcarder, für jeden ist etwas dabei. Und wir konnten zusehen, wie der eine mehr, der andere weniger mit den Widrigkeiten des Dschungels zu kämpfen hatte. Auch die Regeln haben wir etwas verändert, um die Erfahrung für unsere Teilnehmer, aber auch für unsere Zuschauer noch intensiver zu gestalten. Die Anzahl der Gegenstände wurde den Skills der Teilnehmer angepasst und manche haben sich sogar zusätzliche Challenges ausgedacht. Zudem wurde die medizinische Versorgung Teil der gesamten Challenge, sodass die Benutzung Yeah, so additional challenges we remember. So he was actually borrowing his whole equipment down there, and he just took his machete and survived just with this one thing, because he wanted to survive the same way as Otto and Fritz did. Yeah, pretty cool, and he made it. des Medikits zu Punktabzug geführt hat. Gewonnen hat am Ende Otto Bulletproof, doch wie auch in Staffel 1 steht über allem da. I mean, let's appreciate this. I mean, Fritz is just the third, and Joris, so the wild card, actually took the second place. So yeah, and the girls are the only ones who are out. So yeah. Gewonnen hat am Ende Otto Bulletproof, doch wie auch in Staffel 1 steht über allem dabei. Yeah, so the winner, his YouTube channel is called Otto Bulletproof. So Bulletproof is his nickname. Sein ist alles. Wir sind da. Und alle Leute, die gesagt haben, aber vergiss es. Wir sind angetreten. Und anzutreten bedeutet schon echt viel. Wir haben telefoniert, nächtelang. Wir haben Eier gezeigt. Sascha auch. Aber ist nicht euch so morgen? No, they didn't show eggs. They show balls. So they are like, okay, we are here. We are really scared, but we are here and we are trying our best. And let's do this. So they talked for nights on end, or without end, on the phone, and yeah. I don't know where this is said, but Knossi actually was a really, really hard person for Max and Johannes, because he kept calling them probably twice a day. The first was, no, I'm not doing it. And then the second, a few hours later, is like, oh, okay, I'm still in there. I'm gonna make it. So they were confronted by this guy who was continuously saying, yes, no, yes, no, yes, no. So, yeah, awesome, right? Wir sterben Krokodile und wir sind da. Ja. Wir haben es gemacht. Ob es eine gute Entscheidung war, wissen wir jetzt noch selbst nicht, aber das wird sich zeigen. Fuck. Genießt diese zweite Staffel. Ja, enjoy the second season. Eine dritte wird es nicht geben. Ursprünglicherweise sollte ja gar keine Staffel 3 stattfinden. Das hat Fritz auch öffentlich verkündet, das war auch alles so abgesprochen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, es ist einfach zu risikoreich für uns. Es ist sowohl finanziell ein Risiko als auch, ich sag mal, auf moralische Art und Weise, wenn man da Leben verantwortet, die rausgehen. Sodass wir, nachdem Staffel 2 dann abgedreht war und gut gegangen ist, gesagt haben, okay, wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Das wollen wir so nicht nochmal probieren. Und dann kam glücklicherweise unser Projektpartner Freebie und hat gesagt, pass auf Leute, ich mache euch das hier alles möglich, ich gebe euch die richtigen Leute an die Hand. Da haben wir dann gesagt, ja okay, wenn es jemanden gibt, der sagt, ey, ich trage dieses Risiko für euch, ihr müsst da gar nicht mehr alleine durch, sondern ich stehe an eurer Seite. Dann haben wir gesagt, ja klar, dann sofort rein. Und ja, dann haben wir gesagt, wir wollen weiter inhaltlich mitentscheiden. Und genauso ist es dann passiert. Wir haben ein super Produktionsteam, wir haben einen großen Streamingdienst im Hintergrund und wir können es trotzdem auf YouTube spielen. Und das war dann Best Case und das war wirklich das, was Staffel 3 möglich gemacht hat. Ja.
glaube, viele Zuschauer denken sich so, ja okay, die sind jetzt da draußen irgendwo im Wald ausgesetzt, dann haben die da ihren Kamerakoffer. Naja, einer bringt die da hin, dann hast du so einen, der die wieder abholt und das ist es. Aber was eigentlich im Hintergrund abgeht, verstehen die Leute erst, wenn sich halt die Behind-the-Scenes-Folgen angucken. Und das ist ganz spannend, wie viel Manpower da im Hintergrund quasi ist. Orga, Leute, die von A nach B gebracht werden müssen, die im Hintergrund schon schneiden. Yeah, so the background organization. So they have a lot of people who are in their bags. Well, with the behind the scenes of episode of season 2, it was really, really cool to see like this surgeon, this emergency doctors and everything. So this was a huge crew, and also with medical background, and just in case something happens, that they can be there and help them out and stuff like this. So yeah, so this is something in season 1 is just totally gone, but with season 2, this was really, really good with the behind the scenes. So, and yeah, like he says, he's already editing data in the backup or in the, yeah, you can't see this, so they are already starting with the material. Yeah. Datensicherung, Sachen, die gefilmt werden müssen, Rescue-Teams, Vorabrecherche, Genehmigungen, rechtliche Sachen, wirtschaftliche Sachen, Marketing. Also es ist ja wirklich mittlerweile ein extrem großes Team im Hintergrund, was, muss man auch dazu sagen, immer wieder natürlich auch zu größeren Problemen führt, wo man dann größere Lösungen für braucht. Ich kann auch ehrlich sagen, und das ist auch völlig normal, dass auch diesmal nicht alles so vielleicht lief, wie man sich das hätte gewünscht. Wir drehen halt auch am anderen Ende der Welt. Das vergessen die Leute immer wieder. Es gab, muss man auch dazu sagen, so ein bisschen unter den Teilnehmern auch Momente, wo viele, das kann ich auch verstehen, war ich auch mit dabei, sehr enttäuscht vielleicht auch mal waren, weil Sachen nicht so geklappt haben. Man denkt so, das kann doch nicht sein. Die vergessen halt auch, dass wir irgendwo im Nirgendwo sind und das halt nicht einfach mal, wir fahren mal ins nächste Bundesland oder in die nächste Hauptstadt und wir klären das mal. Es ist halt wie bei einem Abenteuer, es ist wie in einer Survival-Situation, wo du auf Probleme stößt und die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt bist, Lösungen zu finden. Wir alle wollten eine 3. Staffel. Ihr wart unfassbar laut, sodass wir dank eurer Hilfe einen Partner finden konnten, der diese Staffel für uns alle möglich gemacht hat. Wir gehen auf die Reise, auf dem Wasser und in der Luft zum Location Scouting, die Auswahl der Teilnehmer, der Bau unseres Basiscamps und die Einreise unserer Kandidaten. Wir begleiten die Suche nach wilden Tieren, alle Briefings, 24 Stunden vor der Aussetzung und diese dann noch uncut. Wir nehmen euch mit, so tief wie noch nie, hinter die Kulissen der technischen Produktion und die kulturelle Begegnung mit den First Nations. Was schiefgegangen ist und all das, was diese Staffel zur größten Seven vs. Wild Produktion aller Zeiten macht. Let's appreciate this Native American music for a moment. Cameraman at the start. It's getting further. We'll continue. Es wird fucking hart. Also es wird von Tag 1 auf, wird es hart. Ihr werdet sehr viele Tiere sehen. Dass ihr den Camcorder habt, wird echt geil. Also dass ihr das alles richtig schön ran. Yeah, so the camcorder. They are having now an additional piece of equipment, which is a camcorder, which is recording movements. So as soon as an animal is coming, it's recording the movement. So, yeah. Zoomen könnt.
Deine Prediction, wie viele Teams kommen durch? 14 Tage. Alles super. Einmal Bauchgefühl. 5. Jetzt vorab für euch. Oh yeah, so let's see. Like, Fritz asked him, what is your prediction? How many teams will make it till the end? And I'm always switching up Max and Johannes. And he's saying 5. So 5 of the 7, which is a lot, which is good. Unmittelbar vor der Aussetzung der Kandidaten. In voller Länge. Knossis Brandrede. Ist wirklich so. Ihr müsst richtig über mich drüber. Yeah, Knossi and his speeches. Komm. Knossi, mach mal eine Rede. Und jetzt spucken wir alle auf Dave. Joey! Joey! We are now all spitting onto Dave. So, you know who's holding the camera. Poor guy. Wo ist er denn? Joey. Kommt er da. Leute, Knossi hält den Kragen so auf. So, Motivier uns! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yeah, this looks good. So, they are complete now. Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen, viel Vorbereitung gehabt, viel psychisch, viel schon gedacht, wie wird das werden. Jetzt, heute, ist dieser Moment gekommen, an dem wir ausgesetzt werden. 14 Tage mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Wir werden Probleme haben, für die es Lösungen zu finden gilt. Aber eins ist klar, wirklich, 14 Tage im Dreck, auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Glaubt an euch. Denkt dran, was die Leute da draußen geschrieben haben. Die nicht an euch geglaubt haben. Die gesagt haben, du gehst raus an Tag 2. Das packst du niemals. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Freunde, 7 vs. Wild ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Die nächste This is so funny. Yeah, 7 vs. Wild is usually once in a lifetime. Okay, he is doing his 3rd. He is doing his 2nd. Knossi is doing his second. Yeah, first. Yeah, with the others, it's their firsts. But especially the ones who are standing here, these 4. Yeah. And, well, okay, Dave just did it once and just for a few hours. But, yeah. nächsten 14 Tage. Kein Handy, kein Stress, keine Termine. Genießt die Zeit, genießt die Momente. Habt keine Angst. Die Angst ist was Gutes. Ja! Das sagen wir, das ist der Motivationsprofi. Ohne Scheiß. He's the motivation profi. Yeah, professional. Not kidding. So, yeah, I'm up for it. So, that was the first behind the scenes episode. And, well, let's see how the others are going. So, I'm glad I don't have to record a lot of things. We'll put up this thing up. Probably not even putting an end screen on here. Just to have it up in time so you can enjoy it tonight. And, yeah, with the others, I would just start doing everything smoothly. And we will see us in the next video. So, now for you, always Mondays and Wednesdays will be another episode or another episode for you behind the scenes or a real episode depending what is coming next. So I'm going on the schedule that all the videos are coming up in the right order on YouTube. So I'm going to YouTube, and of course not how it started with Freebie, because I think Freebie is already through. Yeah, I watched some there because it's easy, it's nice to sit in front of the TV and just don't have any advertisement in between and stuff like this. So yeah. But now I'm going step by step with this one. So, see you. Bye bye.